wer einen Alkoven sucht, der kommt auf jeden Fall bei Euramobil vorbei. Das hat uns der Jens, der Marketingchef, gerade eben gesagt. Ja, weil Euramobil, das sind wirklich sehr, sehr robuste Fahrzeuge. Und der Alkoven wird zwar ein bisschen unbeliebter, oder? Also ist nicht mehr ganz so im Trend? Wir haben gerade eben gehört, das ist genau, der Trend ist so ein bisschen vorbei und der wird jetzt gar nicht mehr so oft gekauft, aber die bieten den halt immer noch an, um auch natürlich denjenigen, wie er gesagt hat, in einem Premium-Segment das dann auch noch anzubieten. Ja, beziehungsweise die das halt trotzdem wollen. Genau. Also ich meine, nur weil der allgemeine Trend da nicht mehr hingeht, heißt es ja nicht, dass die Nachfrage gar nicht mehr da ist. Und es ist immer noch für Familien sehr, sehr beliebt, vor allem weil man halt eben trotzdem die Fläche, den Raum hat und trotzdem 4 Betten und auf relativ kurzem Raum oder Länge dann leben kann, oder? Und ich muss das sagen, jetzt vorweggenommen, weil wir waren nämlich eben drin, er hat uns noch ganz viele süße kleine Dinge auch gezeigt, die den Alkoven jetzt auch nochmal ganz interessant machen, weil der ist nicht so aufgebaut wie normalerweise. Ja. Das ist also richtig schick. Normalerweise wissen wir ja gar nichts über das Fahrzeug, wenn wir reingehen. Jetzt hat uns aber der Jens etwas gebrieft, weil er halt heute noch ein paar Termine hat. Und jetzt haben wir ein paar Infos bekommen, was auch sehr, sehr hilfreich war, weil dann können wir euch jetzt auch ein bisschen was mitteilen auf jeden Fall. Also GFK ist das generell bei Euramobil. Genau. Außenhaut und ist eigentlich Standard. Euramobil wird auch oft in, wie hat das genannt, zur Vermietung eingesetzt. Also auch die Möbel sind sehr robust, es wird nichts klappern und so weiter. Und wie gesagt, auch der Alkoven ist einfach so ein Muss bei Euramobil. Es hat auch den Doppelboden hier eingebaut. Ich glaube, Richtig, habe ich vergessen, ja. Was dann natürlich auch nochmal Stauraummöglichkeiten im Auto sorgt. Und das ist natürlich die ganze Technik, die ist dann einfach darunter versteckt. Was wir finden auch sehr praktisch ist, genau. Hier hat man auch nochmal so ein kleines Fach. Mit Korb, genau. Ja. So zieht sich das ganze Design dann auch im Kofferraum durch, weil das nämlich, würde ich sagen, schon so ein ganz kleines bisschen mehr, also man sieht mehr, genau. Ja. Und also Ostsee, Nordsee, aber auch, also es hat schon so ein Ostsee-Nordsee-Feeling, oder? Genau. Finde ich. Genau. Und wir können jetzt leider nicht auf die andere Seite, weil es hier komplett zugeparkt ist, aber ich denke, man kann sich jetzt von der Seite schon mal einen guten Eindruck machen. Ich helfe dir gerade mal, genau. Hier ist der Truma-Ausgang, also von der Truma-Heizung. Und dieses Fahrzeug ist auf Fiat Ducato, richtig? Also Fiat zumindest. Ich nehme mal stark an. Moment, jetzt muss ich spicken. Hast du schon gesehen, Jean? Sie hat mich gar nicht mehr. Ja, ist es auch. Naja, ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, Fiat Ducato. Und hier sind auch schon ein paar junge Mädels, die frage ich mal ganz kurz. Darf ich euch mal ganz kurz was fragen? Ja. Und zwar, wie gefällt euch das Design innen drin? Das Design ist gut. Das Design ist gut, aber nichts für uns. Wir sind mehr Wohnwagen. Ja? Warum? Weil es praktischer ist. Weil wenn man das Wohnmobil hat, man kommt nicht so gut da weg. Okay. Wenn man irgendwo hin will, muss man halt wieder alles einpacken. Ja. Okay. Seid ihr Zwillinge? Nein. Nein, die ist 2 Jahre jünger als ich. Interessant, ja. Okay. Dann danke euch. Gerne. Also, Design ist gut, haben sie gesagt, aber wir sind eher Wohnmobil-Fan. Okay. So. Haben sich aber schon eine gute Meinung gebildet für das Alter, ne? Ja, absolut. Ach, wir sind auf jeden Fall eher die Wohnwagentypen, ja, okay. Ja. So, die Aufbautür, sagt man das so? Genau. Ja, ne? Ist auch schon sehr designmäßig eigentlich. Also mit diesen 2 Farben finde ich richtig cool. Mit diesem Hochglanz, Edelstahl, Optik, ne? Gut. Wie so eine Chrom-Optik, genau. So, wir gehen mal rein, auch wenn jetzt gerade ein paar Leute reingegangen sind. Ich zeige mal ganz kurz den Boden, weil den finde ich ganz interessant. Man hat das wirklich so vehement durchgezogen mit diesem Strandlook, den man hier wieder findet. Das stimmt wirklich, ja. Ich überlege gerade die ganze Zeit, an was mich das noch erinnert, aber ich komme nicht drauf. Ja, das war nämlich das, wo wir eben drüber gesprochen haben. Für den Boden. Genau. Dass man hier einen super tollen Stauraum hat, um dann eventuell so eine Getränkekiste oder noch andere Sachen unterzubringen, weil gerade dieser hier relativ hochgelegt ist und man ziemlich viel Platz dazwischen hat. Und es ist halt auch so, es ist weggeräumt, ne? Es ist einfach, man ist nicht im Sichtfeld und so weiter. Also das ist ziemlich cool. Mir gefällt auch diese Steinoptik hier sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist auch kein Holz. Nee, also, ich glaube, das ist irgendein Kunststoff, nehme ich stark an. Darüber haben wir gar nicht gesprochen so genau. Aber hier, also diese Rundsitzgruppe ohne Scheiß, die sieht schon so nach, nicht Rundsitzgruppe, Quatsch. Dieser
Ich weiß gar nicht mal das Name. Ja, ich habe auch gerade überlegt. Da wird mich jetzt Sven auch wieder killen, weil ich das nicht weiß. Aber ich habe mich wenigstens verbessert, dass es keine Rundsitzgruppe ist. Nee, aber ich finde... Die Sitzgruppe, genau. Ich finde, das sieht schon so richtig nach Family aus und lädt schon so zum Spieleabend ein, oder? Ja, finde ich auch. Aber man kann hier definitiv auch sehr gemütlich sitzen und jeder hat so seinen Platz. Der Tisch ist riesengroß. Ja. Und ist Also auf jeden Fall zu viert gar kein Problem, oder? Ja, genau. Was ich auch interessant finde, ist, dadurch, dass die Sitzgruppe so angelegt ist, hat man auch nicht so diesen extremen Blick auf das Fahrerhaus. Normalerweise ist das ja alles so ein bisschen kombiniert, aber dadurch, dass er so hochgelegt ist, muss man natürlich dann den Abstrich machen, dass man die vorderen Sitze nicht benutzen kann. Ja. Aber auf der anderen Seite hat man nicht so das Gefühl, dass man jetzt im Fahrhaus sitzt. Genau. Ist ja auch nicht Ja, so. das ist einfach nur Wohnraum, genau. Ja, Das ist halt mehr definitiv. abgetrennt. Also manche würden jetzt vielleicht auch sagen, naja, aber es nimmt ja so viel Platz weg und so. Aber es ist halt wirklich ein ganz anderes Sitzen, finde ich. Also viel mehr beieinander irgendwie. Und ich meine, man lebt ja dann hier drin auch zusammen. Und ja, ich weiß auch nicht, das wirkt irgendwie so familiär alles. Also es ist ja auch ein Familienmodell, muss man sagen. Ich finde auch hier die Küche, also die Arbeitsfläche ist wirklich sehr breit. Und trotzdem hat man noch hier einen guten Durchgang. Wir haben hier, Moment, jetzt muss ich gerade mal schauen, ich glaube 3 Flammen. Wenn nicht sogar 4, nee, 3 Flammen. Wir haben ein sehr großes Spülbecken, ist glaube ich auch wichtig. Auch mal, um vielleicht irgendwie einen Pizzateller mal zu waschen oder was weiß ich. Und riesen Schubladen. Also das ist echt der Hammer, wie tief die sind. Ja. Was ich schon wieder vergessen habe, bitte Leute, abonniert German Television, weil nur so können wir weiter Videos für euch machen. Ja, weil wir leben von euren Abonnements, beziehungsweise dass ihr uns guckt und ja, sonst kann uns der Sven irgendwann nicht mehr bezahlen. Ich finde es auch immer super, wenn man dann kommentiert, einfach mal die Meinung sagen. Wie findet ihr das? Wollt ihr uns öfter sehen zum Beispiel? Und wir lesen das tatsächlich auch, genau. Ja. Und das ist immer ganz interessant zu wissen. Absolut. Genau. So, oh, Alter, das ist ja auch ein Riesenfach, oder? Die sind echt groß. Also da gefällt die Mittelschublade wirklich sehr gut. Ja, mir auch. Und da passen auch echt mal große Töpfe und so weiter und Pfannen rein. Aber auch hier bis zum letzten ist der Platz ausgenutzt worden. Das ist schon cool. Die Kamera hat sich gedreht, genau. Hat man es gesehen? Ja. Ja, okay. So, wir zeigen mal den großen Kühlschrank. Ich habe gerade gedacht, das ist Eis. Aber das ist eine Folie. Ja, auch da ist eigentlich echt genug Platz. Ich glaube, das Fach haben sie rausgenommen, damit es nicht geklaut wird. Könnte sein, ja. Könnte sein. Ja, auf der Messe ist etwas Schwund nicht unüblich. So, auch hier, aber man erkennt auch an diesen Verbindern schon, wie stabil das Ganze ist, ne? Ja, also, das kann man nicht immer rausreißen. Nee. Genau. Also das ist wirklich, ja, genau. Ich wollte es jetzt gerade nochmal auf Herz und Nieren testen, aber da passiert gar nichts. Nee, das war keine Absicht. Aber, auf die Seite gehen, oder? Ja, komm mal zu mir. Wir zeigen mal diesen riesen... Oh, das ist wirklich ein riesen Kleiderschrank. Wow. Cool, oder? Ja. Und vor allem auch unten noch weiter. Ja. So, hier haben wir jetzt die Kleiderstange. Genau, und hier hat man, würde ich sagen, kann man auch ziemlich gut lange Sachen noch aufhängen. Absolut. Gehen wir ganz kurz bis nach unten. Ich würde sagen, da passt locker auch ein Kleid rein. Ja, und auf jeden Fall. Unten drunter hätte man dann noch normale Ich mach nochmal auf. Da ist noch die da scheint mir Heizung. Oder? Ist das die Heizung? Oder was soll das sein? Da unten. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Sieht so aus. Ich kann es auch nicht sagen. Nee, ist die Heizung. Müsste. Naja gut. Auf jeden Fall ist hier unten noch ein bisschen Elektronik. Ich zeige das mal ganz kurz. So Elektronik trifft es ganz gut. Genau. Der eine oder andere wird es wissen. Die meisten? Die meisten. Nee, aber auf was ich noch hinaus wollte, genau mit diesen Möbelverbindern. Es ist auf jeden Fall super Qualität hier bei Euromobil. Es ist eine Premium-Marke. Natürlich ist der Preis nicht für jeden Geldbeutel so geeignet. Ich glaube, wir sind hier bei, was hat er gesagt, 112.000 sowas? Nee. Ich weiß es jetzt nicht, wir schauen gleich nochmal auf den Preis. Aber es ist ein Familienmodell. Natürlich, ja, kein Einsteigermodell, muss man sagen. So, jetzt zeigen wir mal das Bad und dann kommen wir, finde ich, zum Highlight von dem Wohnmobil hier. Und da steht die Jeanne jetzt gerade. Aber wir zeigen jetzt erstmal das Bad. Auch das ist eigentlich super cool, oder? Also mehr braucht man nicht. Ja, und hier auch wieder, das ist nämlich, haben wir eben gelernt, ein Schwenkwaschbecken. Richtig. Genau, und das kann man ganz kurz demonstrieren. Tada! Dann kann man sich super viel Platz zum Duschen machen. Weil das ist natürlich auch immer vorteilhaft, wenn man sich da nicht super klein machen muss. Ja. Aber man hat halt, also wenn man duschen will, hat man genug Platz. Wenn man Zähne putzen will, hat man genug Platz. Auf der Toilette hat man auch noch Beinfreiheit. Ja, also was will man mehr? Da hat auch ein größerer Mann keine Probleme. Ich
Ich zeige hier gerade nochmal die Staufächer. Eigentlich auch recht großzügig, muss ich sagen. Und unten ist sogar eine Schublade. Kann das sein oder ist das so ein normales Fach? Das könnte auch so ein Aufklapp, Okay, ja, das dachte ich mir schon Ja. fast. Nee, aber Ich würde mich so freuen, wenn es mehr Hersteller gäbe, die Schubladen bevorzugen würden. ja, das Weil stimmt. Ich finde, Schubladen sind so der Freund einer Frau. Ja. Weil alles viel geordneter ist. Ist wirklich so. Also, falls es jemand mitbekommt und berücksichtigen möchte, das ist wirklich ein Muss. Ja. Also, So, und jetzt kommen wir zu der Kinderspielecke. Ich finde das so genial, Ja. ohne Scheiß. Gehen wir ganz Also, kurz zurück. wenn ich an mein jüngeres Ich denke, ich hätte das total geliebt, diese Sitzgruppe hier. Also, ich finde es... ich kann mich auch nicht entsinnen, dass ich das schon mal so gesehen habe zumindest. Nee. Dass da jemand wirklich dran denkt, noch einen zweiten ausklappbaren Tisch hinzubauen. Und dann kann man sich hier ganz gemütlich hinsetzen. Also ich denke jetzt gerade an so eine Situation, die Eltern müssen vielleicht doch mal was am Laptop machen, wollen irgendwie in Ruhe, ja gut, im Urlaub will man ja eigentlich nicht arbeiten, aber ja, man kennt's. Wirklich. Und ich glaube, das finden auch ganz viele toll, dass die Kinder so ihren eigenen Tisch morgens Ja, haben genau. zum Frühstücken. Ja, Dass sie entweder dann da sowas, sitzen Und wenn die dann alt genug sind und dass sie dann ihren eigenen kleinen Frühstücksaufbau hier haben. ja genau, entweder das oder die können hier malen, kritzeln, wie auch immer und die Eltern können halt ihr Zeug machen vorne am anderen Tisch. Also da kommt man sich auf jeden Fall nicht in die Quere auf so kleinem Raum eigentlich. So, und dann, die Betten können, glaube ich, so genutzt werden, wie sie jetzt sind, ne? Aber können auch noch ausgefahren werden. Genau, die können auch noch viel weiter Gezeigt, das habe ich vorhin nicht gescheit. Ich hole mal ganz kurz das Mikrofon und ich glaube, das ziehst du einfach mal mit beiden Händen am Rahmen. Genau. Ich muss aber ein bisschen annehmen. Und dann wird aus dem Ganzen nämlich ein riesengroßes Bett. Das heißt, man kann super viele Leute mitnehmen, noch nicht nur oben, sondern auch Zwei unten. Personen und hier Genau. auch mal zwei. Und da liegen auch die Matratzen für die Erweiterung oben drauf. Ja. Genau, Okay, und die also werden dann einfach hier eingeführt und das unten demonstriere ich jetzt nicht, das wäre ein bisschen zu aufwendig, aber auf jeden Fall kann man den Tisch hier rausmachen, das sieht man an der Schiene. ich weiß gar nicht, ob man den Tisch nicht sogar lassen kann, aber die Stühle müsste man schon wegmachen. Genau, die Das Polster. Polster ist im zumindest. Weg, genau. Ja, aber hier können eigentlich theoretisch 6 Personen. Ja, locker. Ja. Und da ist dann vielleicht dieser kleine Tisch, ne, wenn man dann morgens hier dieses Bett dann einfach nochmal beiseite schiebt und dann frühstücken tatsächlich vielleicht die Kinder an dem Tisch und dann die anderen 4 Erwachsenen können dann da hinten essen. Und Ja, so das auch ist vielleicht für alle anderen, weil man hat ja sonst gar nicht genug Platz. Ja, so ist Und da kann man das ganz einfach regeln. Ja. Ich gebe dir nochmal das Mikrofon. ja, ist dann doch ein bisschen anstrengend mit beiden, oder? Ihr müsst es nachsehen, der Sven macht das super gut, aber als Frau, klingt jetzt doof, ne, habe ich tatsächlich nicht ganz so viel Kraft wie er jetzt in meiner Hand. Ja. Und da kriegt ich immer immer, Krampf. es fängt immer an dann zu wackeln Moment, und ich zu muss ein schütteln. Hochheben. Du schaffst das. Ja, das Problem ist, man muss es gleichzeitig reinschieben, weil sonst verhakt sich's. Wenn das Gute ist, Nimm man doch macht's noch mal ja das Mikro, bitte. Man macht es ja nicht permanent. Ja. Genau. Ja, normalerweise auch nicht mit einer Hand. Genau. Ja. Es gibt jetzt einen ganz kleinen Ticken, genau. Bisschen Übung, aber Vorführeffekt. Du schaffst das. Ja, jetzt habe ich's. Perfekt. So, Vorführeffekt, genau. Was wollte ich gerade sagen? Genau, also ich denke, dass das Wohnmobil aber nur 4 Sitzplätze an sich hat zum Mitfahren. Also gehe ich stark davon aus. Aber es geht ja auch darum, man möchte mal abends beim Camping mit den Nachbarn irgendwie zusammen den Abend irgendwie noch verbringen und dann holt man sie ins Wohnmobil rein und dann lässt sich hier halt auf jeden Fall zusammen aushalten. Ja. Ich denke, wir haben einen guten Überblick gegeben. Wir gehen jetzt nochmal vor die Tür, zeigen das Ganze nochmal von außen und dann verlassen jetzt schon wieder den schönen Strandkorb und sind wieder auf der Messe in Düsseldorf. Von Sylt zurück. Von Sylt zurück. Wo sind wir noch? Karawansalon. Wo sind wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Tag ist heute Sonntag. Sonntag. Also wirklich, hier vergisst man die Tage. Also ich hab auch keine Ahnung, welches Datum wir heute haben, aber ich hoffe, in der nächsten Anmod sage ich es mal wieder, damit wir es auch wissen. So, vielen Dank fürs Einschalten. Hoffe, ihr beglückt uns bald wieder. Ciao, ciao.